Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder im Windpark Ettenheim und hier ist das Repowering in vollem Gange. Es ging jetzt doch viel schneller als erwartet. In der Zeitung stand, dass der Abbau der alten Anlagen bis Mitte April dauern soll. Ja, und jetzt sind schon zwei der alten Nordex N62 komplett verschwunden und die dritte befindet sich gerade im Abbau. Ich habe von weitem noch gesehen, wie sie den Rotorstern demontiert haben und jetzt gerade eben das Maschinenhaus. Das habe ich auch auf der Drohne drauf. Krass. Ja, als ich letzten Herbst hier war, standen noch alle drei Anlagen. Ja, seit Anfang des Jahres stehen alle still und werden jetzt abgebaut. Ich stehe hier wieder auf dem Aussichtsturm am Windpark. Ja, und hier unten liegen die Überreste von Anlage 1. Da liegen die Turmteile. Das Maschinenhaus wird gerade zerlegt. Da im Laster ist die Narbe drin. Ja, und hier unten liegen die 3 Rotorblätter. Krass. Ja, als ich das letzte Mal hier war, stand ich hier direkt unterhalb der Anlage. Das war ziemlich geil. Ja, die 3 Nordex N62 kommen weg und da hinten steht noch eine Nordex N80. Die kommt auch noch weg. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die auch jetzt direkt schon abgebaut wird oder ob es da noch ein bisschen dauert. Ja, und dann hier hinten steht noch eine Nordex S77. Die kommt auch noch weg. Ja, repowered wird hier mit Enercon E160. 3 Stück sollen es werden. Ja, was mich ziemlich verwundert, der Genehmigungsantrag ist noch nicht mal eingereicht. Also deshalb wundert es mich, dass sie die Altanlagen schon abbauen. Aber ja, das hat sich wohl verzögert wegen Artenschutzgutachten und so weiter. Aber er wird wohl ja, in den nächsten Wochen eingereicht. Ende des Jahres gibt es dann hoffentlich die Genehmigung und 2022 geht es dann wahrscheinlich erst los mit dem Aufbau. Ja, und da hinten, wo die Nordex S77 steht, da wird dann die erste E160 stehen und die anderen Anlagen dann etwas weiter hier hinten. Finde ich eigentlich schade. Das war immer geil, dass man hier so direkt unter der Anlage stand auf dem Aussichtsturm. Aber klar, die E160 werden natürlich viel größer, 166 Meter Nabenhöhe. Und deshalb hat man sich entschieden, die von der Wohnbebauung einfach ein bisschen weiter ja, weg zu platzieren. Jo, hier unten wird gerade der Deckel vom Maschinenhaus verladen. Schon krass, wie schnell das geht. Ja, die sind jetzt 20 Jahre gelaufen und ja, haben ihre Dienste geleistet. Schon schade, da geht jetzt echt eine kleine Ära zu Ende. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal zu den anderen Anlagen hinlaufen, mir die Teile mal von nahem anschauen. Kriegt man ja auch nicht so oft zu sehen. Und ja, werde noch ein bisschen mit der Drohne rumfliegen. Bei Anlage 3 scheint es jetzt auch gleich schon weiter zu gehen. Da wird wohl gleich der Turm demontiert. Ist echt krass, also wie schnell das wohl geht. Wenn man bedenkt, wie lange das dauert, bis die heutigen Anlagen aufgebaut sind. Und die hier Anlagen sind innerhalb ja, von kürzester Zeit demontiert. Schon krass. So, hier sieht man jetzt alles nochmal von nahem.
Hier vor mir direkt liegen die 3 Rotorblätter. Hinten dran die Turmteile, die sind so ein bisschen grün angemalt. Ich schätze mal, dass die Vögel nicht dagegen fliegen. Und ja, die sind gerade dabei, das Maschinenhaus zu verladen. Ja, hier ist dann direkt der Aussichtsturm. War auch immer cool, da konnte man direkt unter der Anlage stehen. Das war nochmal beeindruckender. Ja, hier sehen wir jetzt schon die Flügelspitzen. Das waren ja Stallanlagen, also die haben die Flügel nicht aus dem Wind gepitcht, sondern nur die Flügelspitzen hier. Das ist bei den älteren Anlagen so. Jo, es ist relativ, relativ starr, relativ robust. Da sieht man jetzt schön den, den Strang, wo die Spitze rausgepitcht wird. Ja, jetzt sieht man es nochmal in ganzer Länge. Ja, aber die Dimensionen sind schon krass. Also wenn man das jetzt mit einem Blatt von einer EP3 vergleicht, ist natürlich ein Witz, aber so war das damals. Jo, hier sieht man, da wurde immer mal wieder was geflickt. Aber ja, an sich sehen die Flügel ja noch gut aus. Bin ich echt mal gespannt, was jetzt mit den Anlagen passiert. Ob die weiterverkauft werden oder ja, weil 20 Jahre ist ja jetzt kein Riesenalter. Die könnte man ja eigentlich noch ein bisschen weiter betreiben. Naja, bin mal gespannt, ob die weiterverkauft werden oder. Aber finde ich gut, dass sie direkt abtransportieren, dass sie nicht hier rumliegen und vergammeln. Das sieht man ja öfters mal, aber ja, das ist auch einfach Aufgabe des Betreibers, also die Anlage dann gescheit zu entsorgen. Und das hier ist ja ein beliebtes Ausflugsziel, also das kann man eigentlich nicht machen, die Anlagen hier vergammeln lassen. Ja, hier sieht man nochmal schön quasi so ein Adapter zur Narbe. Also das wird quasi an die Narbe dran montiert und darauf dann das eigentliche Rotorblatt. Bei dem ist es noch dran. Hier bei dem fehlt jetzt der Adapter, der liegt jetzt hier hinten. Ja, hier kann man jetzt leider nicht reinschauen, da ist eine Abdeckung davor. Ja, hier sind auch noch irgendwelche Anschlüsse. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist genau. Sehr cool. Ja, und da sind sie gerade dabei, das Maschinenhaus zu verladen. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von Anlage 2. Da sieht man alles nochmal ein bisschen besser zusammengebaut. Hier ist das Maschinenhaus. Den Spoiler haben sie abgenommen. Man sieht der Anlage ihr Alter schon an. Also das sieht schon ziemlich verschlissen aus. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ja, das Rotorblatt hier haben sie einfach in den Wald geworfen. Hier liegt die Windmessanlage.
Das finde ich einfach schade. Also wenn so unpfleglich mit den Sachen umgegangen wird. Die Dinger sind so teuer. Ja, da hinten das Turmteil liegt auch einfach im Wald. Das ist schon schade. Ein sehr unwürdevolles Ende der N62. Ja, hier steht noch der Trafo. Ja, das Rotorblatt hier haben sie gar nicht von der Narbe abgeschraubt. Da sieht man es noch. Ja, hier sieht man auch noch dann dieses Zwischenstück von Narbe zum Rotorblatt. Ja, in die Narbe kann man jetzt auch schön reinschauen. Da kann man jetzt auch ins Rotorblatt reinschauen. Ziemlich dunkel, man sieht nichts. Ja, das andere Rotorblatt haben sie auch einfach hier in den Wald geworfen. Ja, ziemlich schade. Da die Flügelspitze rausgerissen. Ja, also ich gehe mal schwer davon aus, dass die Anlagen verschrottet werden und nicht wiederverwertet werden, weil sonst wird man ja nicht so damit umgehen. Ja, da oben liegt jetzt noch ein Turmteil und das zweite Rotorblatt, wie das aussieht. Ja, hier im Turm wird auch gewerkelt. Ich schätze mal, dass sie die Bolzen rausnehmen oder da die Zwischenpodeste. Naja, schade, schade. Jo, hier kann man jetzt nochmal schön den Turm reinschauen. Hallo. Ja, ich nehme an, dass sie in dem anderen Turm jetzt noch die Leiter rausnehmen. Hier sind noch die ganzen Kabel. Ja, der Turm an sich sieht eigentlich noch gut aus. Also den könnte man bestimmt irgendwie noch weiter verwerten. Ja, das ist echt schade. Also den Turm haben sie jetzt hier auf dem Rotorblatt abgelegt. Also echt sehr, sehr schlecht damit umgegangen. Ja, das Rotorblatt ist im Arsch. Das kann man eigentlich vergessen. Echt schade. Ja, jetzt stehe ich hier an der Baustelle von Anlage 3, die jetzt gerade demontiert wird. Das ging jetzt richtig schnell. Also wann war ich hier? Um 9 war ich hier. Und innerhalb von 1,5 Stunden haben sie jetzt Rotor, Maschinenhaus und ein Turmteil demontiert. Das ging echt fix. Wenn man sich überlegt, wie lange das dauert, wenn die heutigen modernen Anlagen aufgebaut werden. Das kann sich manchmal über Wochen ziehen. Allein schon wegen der Einzelblattmontage. Und hier kann man alles in einem runterholen. Ja, hier liegt der Rotorstern. Den werden sie jetzt wahrscheinlich auseinanderbauen im Laufe des Tages. Ja, und dann in den nächsten Tagen und Wochen werden auch die Teile hier abtransportiert. So, jetzt stehe ich hier bei der Nordex N80. Ja, der droht leider auch das gleiche Schicksal. Aber ich glaube, die hat auch einen Schaden. Also die steht schon seit längerem still. Die habe ich schon lange nicht mehr sich drehen sehen. Ja, das war damals echt ein Meilenstein. 2,5 Megawatt, das war echt schon krass. So Anfang der 2000er
Aber das ist eine richtig große Anlage. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt auch direkt im Anschluss schon an die anderen Anlagen abgebaut wird oder ob die noch ein bisschen steht. Weil in der Zeitung war jetzt nur die Rede von den N62. Hat ja auch noch ein bisschen Zeit, also die stört da jetzt niemand. Die anderen Anlagen werden ja weiter hinten gebaut. Und ja, der Antrag ist ja noch nicht mal eingereicht, also von daher kann die ruhig noch ein bisschen stehen bleiben. So, ich stehe jetzt hier bei der Südwind S70, die auch repowered werden soll. Und hier ist eben der erste Standort für eine der E160. Und die anderen beiden Anlagen werden dann weiter nördlich von hier gebaut. Ja, schöner Standort hier, auch direkt im Wald. Echt schönes Vogelgezwitscher hier. Ja, die Südwindanlagen, die verschwinden auch immer mehr. Sieht man nicht mehr so häufig. Gibt schon noch einige, aber die werden in den nächsten Jahren jetzt auch mehr und mehr verschwinden. Ja, der Standort hier, relativ wenig Platz. Die steht hier auch direkt neben dem Forstweg, auch schon relativ zugewuchert. Und klar, also das Fundament ist halt wesentlich platzsparender als jetzt für die neue Enercon E160. Also ich schätze mal, dass hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz gemacht werden muss für, ja, also für den Kran und Kranstellfläche und um die Komponenten zu lagern. Naja, bin ich echt gespannt, wenn ich irgendwann mal hier stehe und dann hier eine fette E160 steht. Es wird noch dauern, also 2022 soll es ja erst losgehen, 2023 gehen die Anlagen dann erst ans Netz. Also es dauert noch ein Weilchen, aber ja, abonniert gerne meinen Kanal, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, ich werde jetzt noch weiterfahren zum Langenhardt, da wo die zwei Südwind S77 abgebrannt sind. Da soll nämlich auch dieses Jahr eine neue Anlage gebaut werden. Und da schaue ich mir jetzt auch mal noch an, wie da der Baufortschritt ist. So, ich bin jetzt hier auf dem Langenhardt, der benachbarte Windpark. Da wo die zwei Südwind S77 abgebrannt sind. Ja, die erste ist 2013 abgebrannt. Dafür hat man dann 2016 die E115 gebaut. Und 2019 ist nochmal eine abgebrannt. Die stand zwischen der E115 und der S77, die jetzt noch steht. Ja, und die soll jetzt auch ersetzt werden durch eine Enercon E138 mit 160 Meter Nabenhöhe. Ja, da geht es bald los. In der Zeitung habe ich gelesen, dass die Vorbereitungen für das Fundament jetzt losgehen sollen und die eigentliche Anlage wird dann im Sommer errichtet. Da werde ich auf jeden Fall auch von berichten. Ja, ich werde jetzt einfach mal hinfahren und mal gucken, ja, ob sich schon was getan hat am Fundament. Genau. So, jetzt bin ich hier, wo die alte Südwind stand, die 2019 abgebrannt ist. Da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Der alte Betonsockel, der beim letzten Mal noch stand, der ist jetzt mittlerweile verschwunden. Haben jetzt den Standort hier ein bisschen eingeebnet. Ich schätze mal, dass es dann in den nächsten Wochen mit dem Fundamentbau losgeht. Genau, in der Zeitung stand nämlich, dass der Aufbau der Anlage im Sommer beginnen soll. Dann kommt ja erstmal Turmbau und ja, die eigentliche Anlage, also die Anlieferung der Komponenten ist ja dann etwas später. Naja, ja, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Im Anschluss folgt jetzt das Drohnenvideo. Es sind auch wieder ein paar schöne Aufnahmen geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben.
Kanal gerne abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es hier weitergeht. Und auch mit dem Bau der E160. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.